Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Coach Bai. Meine Damen und Herren, also wir werden jetzt gerade diese Woche über astrologisches Mathematik nachvollziehen, was für einen Vorteil haben oder was für einen Nachteil haben und wie oft wir Mühe geben müssen. Diesbezüglich öffnen wir sofort den Solar Fire. Beim Solar Fire ist es einfach so, heute ist Montag, der 4. Mai. Heute haben wir den Mond beim Schütze. Morgen wieder Schütze, der 5. Übermorgen Steinbock. Übermorgen, also das heißt am Donnerstag, wieder Steinbock. Ende der Woche am Freitag 26 Grad Steinbock, das heißt fast am Ende, am gleichen Tag wird der Mond dort dann einen Abschied führen und nachher zum Wassermann. Und Ende der Woche, am Sonntag, wird es wieder Wassermann sein. Und nebenbei muss ich jetzt gerade auch sagen, der Pluto wird am Freitag seine Vorwärtsbewegung nach Rückwärtsbewegung führen müssen. Weil so läuft das System. Und wie sehen wir das? Am Dienstag, hier sehen Sie am Dienstag, Wassermann hier, einen Tag nachher, Mittwoch, da haben wir ein S. Das bedeutet, Pluto bleibt langsam stehen. Am Donnerstag wieder stehen, aber dieses Mal rot. Das bedeutet, wo es geradeaus geht, wird er langsam halten. Das ist ein schwarzes S und danach rückwärts umdrehen. Das ist automatisch ein rotes S, weil er zuerst langsam kommt, stoppt von vorwärts. Nach dem Vorwärts musst du rückwärts kehren. Und dieser Augenblick, wo er stoppt, ist es schwarz hier. Und wo es zum Rückwärts anfängt, der Augenblick ist es rot. Da sehen wir auch hier. Gucken Sie, es sieht so aus. Schwarz, vorwärts, rot. Also hier bleibt es stehen. Hier bleibt es wieder stehen, aber die Richtung wurde geändert und nachdem rückkehrt. Das heißt, wir werden unsere Wege ändern müssen, wo wir das ganze Leben aufbauen können. Und wo Pluto ein Retro hat, das heißt, unser Kopf, also unser EQ, nicht IQ verwechseln bitte. EQ ist die Sonne. EQ ist der Pluto. Emotional Gedächtnis ist der EQ. Der EQ, wenn es ein Retro ist, bleibt irgendwo hängen und dreht sich andauernd dort. Diesbezüglich am letzten Finale, Sie werden gucken, mathematisch, müssen Sie bei dem Hängenbleiben Ihre Richtung ändern. Das ist ein mathematisches Muss. Wenn Sie so lange hängen bleiben, dann am Ende, Finale, wenn der Rückkehrbewegung die Finale hat, werden Sie gucken, Sie haben Ihre Richtung geändert. Weil Sie zu oft hängen geblieben sind. Das ist ein mathematisches Muss. Und diese Woche
haben wir zweimal Plus und einmal Minus. Wie komme ich darauf? Schütze hat den mathematischen Wert von Plus. Wassermann hat den mathematischen Wert von Plus. Steinbock hat den mathematischen Wert von Minus. Also, wenn wir gemeinsam rechnen, macht das plus 1 am Ende. Wir haben diese Woche plus 1, aber Achtung, wir müssen auch mitrechnen, dass der Wassermann zu einem Retro geht. Dieser Retro heißt Pluto-Retro. Das müssen wir mitrechnen. Das macht gleichzeitig ein Minus, aber in einem Plus Sternzeichen. Wir werden die Richtung Plus ändern, aber wie unsere Gedanken werden Minus sein. Diesbezüglich müssen wir aufpassen. Alle von A bis Z. Und der Mond wird diese Woche ein einziges Mal mit einem Planet in der gleichen Linie sein. Ein einziges Mal. Und das wird mit dem, mal gucken, ob es dann ein Retro ist. Nein, es hat schon angefangen. Sehen Sie, der ist jetzt gerade im Steinbock. Hat schon angefangen. Wo er in der gleichen Parallel ist mit dem Wassermann, hat der Pluto schon angefangen zum Retro zu gehen. Das heißt, wir müssen an dem Augenblick richtig aufpassen. Welchem Tag? Freitagende, Nachmittag bis Samstag, Nachmittag müssen wir richtig aufpassen. Sonst verlieren wir die Kontrolle. Also die Kontrolle werden wir so oder so verlieren. So oder so verlieren. Das ist wichtig, dass wir den logisch nicht verlieren. Das ist das Wichtigste. Wir dürfen unser logisch nicht verlieren. Vielleicht geht die Rechnung weg. Okay, das kann ich schon verstehen. Das ist fair. Aber was nicht fair ist, wenn wir unser logisch verlieren. Dann ist es gefährlich. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir richtig aufpassen. Also, jetzt kommen wir mal langsam zum Sternzeichen. Der Merkur, wo ist er? Der Merkur ist natürlich ein Minus. Ein Stier. Noch ein Minus. Der Venus ist ein Plus. Ein Zwillinge. Da können wir nachvollziehen. Der Mars ist ein Plus. Der Uranus ist ein Plus. Der Jupiter ist ein Minus. Der Uranus ist ein Plus. Die Sonne ist ein Minus, ein Stier. Also, das heißt, 4 mal 4, das macht insgesamt eine ganz Doppel-Null. Eine ganz dicke Null haben wir diese Woche. Wenn wir, da müssen wir ehrlich sein, die Bewegung, die Werte von oben waren nur von Mond. Aber von dem anderen Planeten, das ist total Null. Da müssen wir das wieder aber nicht vergessen, weil die Planeten sind was anderes, unsere Roboter ist was anderes. Warum sage ich Roboter? Unterbewusst. Unterbewusst ist in +1. Aber draußen ist es in 0. Das heißt, du kannst richtig bearbeiten. Nutz es. Nutz die Gelegenheit. Und jetzt werde ich mal die Sternzeichen nachvollziehen. Was, wie, wo, warum, wieso aussieht.
Achtung, richtig. Der Widder, der Sternzeichen Widder, wie sieht es bei dem aus? 9. Wohnung, 10. Wohnung, 11. Wohnung. Das heißt, 9. Wohnung war Wissenschaft. An was wir glauben, Wissenschaft. Von dort fängt das an, zur 10. Wohnung, zur Karriere und danach zur 11. Wohnung, zu dem Publikum. Wer dich anschaut und wer dich natürlich begleitet. Und da fängt der Riesenkrach, weil da ist es mit dem Retro zusammen, mit dem Pluto, du wirst aufbauen, aber gleichzeitig Richtung ändern zu dem neuen Wissenlevel. Zu dem neuen Wissenlevel. Aber dazu musst du aufbauen und du musst auch richtig kontrollieren, weil der Venus in der 3. Wohnung bei dir ist, lieber Witter. Das heißt, 3. Wohnung, Geschwister, Nachbarn, soziale Medien und dein Gedächtnis, was du aufbauen möchtest. Weil der Venus in Zwillinge ist, der geht so schnell von Plus zu Minus. Es kann sein, dass es eine Illusion ist von deiner ganz nähersten Umgebung. Das musst du richtig recherchieren. Wenn du die echte Wahrheit in deiner Hand hast, das ist sowieso Plus. Und damit kannst du schon dein neuen Level aufbauen, wo du die Richtung geändert hast, mit dem Retro zusammen und 9. Wohnung, an was du glaubst, du musst richtig kontrollieren. Und danach erst zu deiner Karriere einsetzen und danach damit zum Publikum gehen mit super Überraschungen. Das wird diese Woche mathematisch passieren. Du kannst es verfolgen und du wirst es auch sehen, dass es passiert ist. Weil mathematisch und logisch und Astrologie macht niemals Fehler. Du musst nur mitverfolgen können und lernen natürlich. Jetzt kommt der Stier. Der Stier persönlich. Der 8. Wohnung. Der 8. Wohnung heißt die finanziellen Gelegenheiten von dem anderen. Aber mit Schütze. Das heißt, wenn das logisch, mathematisch logisch und in der Richtung Wissenschaft ist, dann kannst du die finanziellen Gelegenheiten von anderen auch steuern und daraus deine eigenen Werte produzieren. Und da kannst du auch doppelt rechnen, weil der Venus in deiner Wertewohnung ist. Du musst einmal, zweimal und von der fremden finanziellen Gelegenheit 3-mal rechnen, lieber Stier. Du kannst mal 3 machen, du hast Glück gehabt. Und das danach, wenn der Mond in Steinbock ist, die reine Realität wird dort sein und du kannst tief atmen, weil das eine echte Wahrheit haben wird, was du in deiner Hand hast. Aber wenn du natürlich, of course, zuerst mal richtig recherchiert und gelernt hast und die richtige Wahrheit von dem Konkurrenz und die finanziellen Gelegenheiten von der Konkurrenz echt Mühe gegeben hast und rausgekriegt hast. Weil Ende der Woche, wenn der Mond in Wassermann ist, mit Pluto zusammen, dann wird es von Null anfangen und dieser Null heißt für dich neue Gelegenheiten, lieber Stier. Du wirst diese Woche echt Mühe geben müssen, sonst funktioniert das nicht. Sonst funktioniert es nie im Leben. Diesbezüglich rechnen, bearbeiten, starten. Rechnen, bearbeiten, starten. Rechnen, bearbeiten, starten. Das ist diese Woche deine Aufgabe, liebe Stier, deine Aufgabe. Na, Zuhause-Work, Hausaufgabe. Ja, jetzt kommt der Zwillinge. Um was geht's denn? Der Venus ist in der 1. Wohnung, richtig? Aber mit Illusionen zusammen, weil das der Zwillinge ist. Und Anfang der Woche
Wie aktuell sind deine Wissen? Hast du ein Update genommen? Weil es ist serious, es ist ganz ernst. 7. Wohnung. Ehrliche Sachen, ehrliche Bearbeitung, serious relationship, serious business. Daraus ein Sprung nach Steinbock mit Taschengeld zusammen von deiner Konkurrenz und die anderen finanziellen Gelegenheiten. Ja. Wenn du die Konkurrenz entgegennehmen schaffst, dann bei dem Schwimmbad nicht der erste Stock, da gibt es doch erster Stock, zweiter Stock und dritter Stock beim Schwimmbad. Von 1 zu 3, damit kannst du rechnen, ganz ehrlich. Damit kannst du rechnen, weil in deiner 11. Wohnung sind die Autoritäten und der Saturn. Wenn du es schaffst, kriegst du auch einen Pluspunkt von denen. Einen nagelneuen, frischen Pluspunkt. Damit kannst du zusätzlich rechnen und du kannst richtig gut aufbauen. Lieber Zwillinge, nur, wie gesagt, verlier dein Logisch nicht. Mathematisch und logisch. Mathematisch und logisch. Und es fängt Anfang der Woche an. Ende der Woche geht's zum Feiern. Und über nächste Woche können wir nächste Woche sprechen. Okay. Jetzt kommt der Krebs persönlich. Der Krebs persönlich. Ja, um was geht? Nein, falsche Richtung. Ja. Der Krebs persönlich. Um was geht's dann? Bei dem Krebs, ja, ist diese Woche etwas kompliziert. Ich muss es zugeben, ich muss es sagen. Warum? Weil Organisationen Entscheidungen treffen und führen. Zu Finale gehen, abschließen und danach vorstellen bei der Konkurrenz und zusätzliche finanzielle Gelegenheiten mitrechnen. Aber am Ende der Woche ist es wie ein Albtraum, weil gleichzeitig musst du dein Level beenden. Gleichzeitig. Organisieren, entscheiden, schließen, dazu buchen und den Level beenden. Diese Woche. Du musst es damit rechnen, deswegen ist es diese Woche bei euch, bei den Krebs, etwas difficult. Etwas durcheinander. Ihr müsst damit aber rechnen. Aber ich glaube Ihnen ganz von Herzen, ihr schafft das. Weil ihr Empathie ist so stark, aber was passiert, wenn die hängen bleiben? Das habe ich gar nicht mitgerechnet, das muss ich auch mitrechnen. Weil bei der Empathie, also der EQ ist bei dem Krebs sehr stark, anstatt IQ. Weil das ist der Kardinal von dem Element Wasser, das ist der Kardinal, der ist der stärkste Empathie dabei, der EQ. Aber EQ wird nach der Mitte der Woche nicht mehr funktionieren. Was machen wir dann? Weil es wird langsam der Retour anfangen. Das heißt, der EQ geht direkt anstrengend. Da musst du dein IQ, dein Logisch nutzen, dich persönlich auch wie ein AI führen. Wenn das nicht funktioniert, automatisch damit führen. Als ob du ein Roboter bist. Sonst verlierst du den Gedächtnis, deine Rechnung und danach dein Logisch geht auch weg und danach heißt das, ich habe Totalschaden geht nicht. Totalschaden. Wenn du Totalschaden nicht haben möchtest diese Woche, musst du alles nutzen. Musst du dich perfekt nutzen. Wenn du zu Phaeton sagst, run und da Arrow steht, schon vorbei. Diesbezüglich, ich empfehle dir, täglich nach Run drücken, kontrollieren,
ob du ob du richtig bist. Wenn da irgendwo falsch ist, dann wird sowieso der Phaeton einen Fehlerzeichen. Du hast den Komma vergessen. Du hast die Lücke zwischen diesem Code, diesem Komma vergessen. Da ist eine Lücke. Deswegen er erzählt sogar deine Lücken. Stell dir mal vor. Der ist so ein Professionalist. Deswegen musst du so rechnen, lieber Krebs. Sonst arrivederci. Jetzt kommen wir mal zu Löwe. Jetzt kommen wir mal zu Löwe. Einen Augenblick. Ich weiß nicht, warum das passiert. Gar keine Ahnung. Jawohl. Jetzt kommen wir zu Löwe. Beim Löwe heißt, aha, die müssen so erstmal vorstellen. 5. Wohnung. Um was geht's denn? Die müssen zuerst mal vorstellen, danach organisieren, Entscheidungen treffen und danach schließen. Aber mit dem Schließen, da geht es irgendwie schief, weil der Pluto dort ist, in deiner 7. Wohnung. Und er wird dir sagen, kontrollier es bitte von vorne. Und wenn es doch die Ehrlichkeit, die Realität heißt, dass es richtig ist, dann werde ich dir die spendieren. Also das ist von mathematisch nicht möglich, aber du wirst nachher einen Vorteil bekommen, lieber Löwe. Du wirst nachher einen Vorteil bekommen. Einen Vorteil heißt, du wirst einen Kurzweg finden. Und das wird zweimal Rechnung sein. Wie kann man das dann beschreiben? Gratis. Ja, du wirst gratis bekommen, weil du dafür zweimal Mühe gegeben hast. In dem Universum gibt es keine Mühe, den du umsonst geben musst. Der Universum funktioniert so nicht. Wenn du es zweimal gemacht hast, kriegst du es auch zweimal. Er sagt nicht, ich habe es nicht, der Universum funktioniert nicht, ich habe es nicht gehört. So funktioniert der Universum nicht. Tut mir leid. Astrologie funktioniert so nicht. Einmal geklopft, niemand hat Antwort gegeben. Der zweite, die Tür hat sich geöffnet. Und was passiert? Was ich vor 5 Sekunden gemacht habe, das kriegst du auch. In dem Universum geht es niemals umsonst. Niemals. Es wird zweimal kommen, wenn du, also die arbeiten auf vollkommen konzentriert, bei denen passiert nichts, aber bei denen passiert nur, wenn die den logisch verlieren. Wenn die den logisch verlieren, weil ihr habt den logisch Disziplin zweimal, weil der Saturn in der 9. Wohnung ist. 9. Wohnung ist, ihr funktioniert mit sehr richtig hoher Energie, weil ihr Planet die Sonne ist. Das ist kein Planet, das ist ein Stern. Und wenn ihr Mitte der Woche die Motivation verlieren wird, dann müsst ihr ihre eigene Motivation wieder durcheinander bringen. Alles. Sonst könnt ihr nicht könnt ihr sogar nicht mal zweimal klopfen, sondern nicht mal einmal klopfen. Die Tür wird sich dann niemals öffnen. Und ihr müsst damit rechnen, lieber Löwe. Ich bitte euch, weil der Retro bei Wassermann ist, nicht bei Wassermann, sondern bei Pluton ist. Wen führt der Pluton? Den Skorpion. Ihr seid fast das gleiche wie Skorpion, aber warum? Pluton führt den Tod und die Sonne den Leben. Die Sonne, Löwe, der Tod, Skorpion. Deswegen seht ihr so gleich aus. Einmal Tod, einmal Leben. Was beim Tod passiert, das kommt mit dem Spiegel auch gleichzeitig zu euch. Deswegen müsst ihr diese Woche ihr Panik unter Kontrolle nehmen. Ich bitte euch.
jetzt kommt der Jungfrau. Der Jungfrau, um was geht's denn? Das werden wir jetzt gerade sehen. Bei der Jungfrau, deine Hauptzentrale des Lebens. Du wirst höchstwahrscheinlich bei deiner Hauptzentrale den Dienst oder die Organisation, die Richtung der Organisation vergrößern und die Richtung ändern. Also nicht dahin, sondern umdrehen dahin. Die Organisation bleibt gleich, kriegt ein Update und mit besseren Möglichkeiten. Lieber Jungfrau, woher wissen wir das? Weil am Anfang der Woche, jetzt gerade, wo der Mond im Schütze ist, bei deinem Wissen, bei deinem Glauben, weil es dort anfängt, deswegen. Dort bedeutet 10. Wohnung, 4, 10. Von dort aus, nachher, die zweite Stufe ist der Steinbock, deine Vorstellung. Und der Saturn, nein, nicht der Saturn, der Pluto ist in deiner 6. Wohnung. Wenn diese Retro anfängt, bevor es anfängt, geht es sowieso einmal schwarz und einmal roten Stopp. Und in der Zeit wirst du deine Gedanken, dein Wissen, deinen Glauben ändern und du wirst deine Entscheidung ändern. Und das wird deine Richtung ändern. Neue Entscheidungen, neue Richtungen diese Woche und bessere Gelegenheiten, noch größere Organisationen. Du wirst diese Woche damit anfangen müssen. Aber du musst natürlich zuerst mal den Venus recherchieren, ob es die Wahrheit ist. Richtig tief recherchieren. Wenn es eine Realität hat, wenn es mathematisch gültig ist und logisch sitzt, dann kannst du es entscheiden. Dann kannst du es entscheiden, liebe Jungfrau. Sonst, wenn es eine Illusion ist, kannst du es vergessen. Dann hast du Pech gehabt. Deswegen mathematisch richtig gut recherchieren. Jetzt kommt der Waage. Jetzt kommt der Waage. Halle, Halle, Halleluja. Jetzt, also ist dein Kalender, dein Algorithmus sagt mir, er wird Neuanfang, gleich gehen, aber verbessert. Neuanfang, gleich gehen, aber verbessert. Wie kommen wir darauf? Der 3. Monat, was heißt das? Deine Gedanken. Was du ganz am Anfang mit dem Plan vorhattest. 3. Monat bedeutet das. 9. Monat, nachdem du Step by Step gegangen ist, deine Gedanken zu deinem Wissen gekommen ist. Die Gedanken ist, was du denkst. Wissen ist alles sitzt schon alles, was ich denke. Ich habe es organisiert und es hat sich von alleine verwendet zu meinem Wissen. Das heißt, zu meinem Glauben. Deine Gedanken sitzen zum Körper und werden dein Lebensart. Das heißt Wissen. Und das ist die 9. Wohnung. Aber bei dir ist die 3. Wohnung schon Schütze. Also ist schon runtergekommen. Und nach der 3. Wohnung, wenn du dich bewegt hast, dann kommst du sowieso zu deiner Hauptzentrale des Lebens, 4. Wohnung. Da fängt schon alles an. Da wirst du schon merken, dass es angefangen hat. Und da wirst du schon alles von neu vor dir haben. Und da kannst du es mit deinem Update vorstellen. Anfangen mit dem Update vorstellen. Und danach feuerfrei. Ende der Woche. Feuerfrei. Neue, bessere Möglichkeiten. Gleiche Richtung. Aber mit einem Update. Mit einem richtigen Update.
Du hast Glück gehabt, liebe Waage. Du wirst Glück haben, weil der Jupiter in der 10. Wohnung dir mehrere Möglichkeiten bringt, den du ausnutzen kannst und probieren kannst. Wenn es eine Realität hat, damit kannst du anfangen. Aber bei deinem Wissen musst du von A bis Z kontrollieren, weil in der 9. Wohnung der Venus ist beim Zwillinge und Zwillinge sagt, manchmal schummelig, ich mache eine Illusion. Diesbezüglich musst du das und das richtig gut kontrollieren. Richtig gut. Wenn es realistisch ist, dann geht es von dem Denken zu wissen. Dann erst, wenn du die Wahrheit in deiner Hand hast. Und die Wahrheit taucht, wenn der Mond in Steinbock ist, auf. Erst dann. Und das ist sowieso deine 4. Wohnung. Jetzt kommen wir zum Skorpion. Zum Skorpion, neue Zukunft. Weil der Schütze ist seine 2. Wohnung. Meine persönlichen Werte. Ich habe meine Gedanken geändert. Ich habe nachgedacht. Paar Nächte darüber geschlafen und wo ich aufgewacht am Morgen, habe ich gesagt, ich möchte es nicht. Ich habe keinen Bock darauf. Nein, das passt nicht zu meinen Werten. Ich habe alles geändert. Warum? Keine Ahnung. Es kam von innen, von deinen Zinsen. Es kam von innen und von daraus geht es zu dem Steinbock, zu deiner 3. Wohnung. Da wirst du dich mit der Vergangenheit verabschieden müssen sogar und eine neue Hauptzentrale aufbauen, vollkommen nagelneue Generation. Nagelneue, Update bekommte Organisation von der 4. Wohnung zu 10. Wohnung. Du musst deine Zinsen, deine 6. sind, mathematisch und logisch rechnen. Du wirst nicht wie Krebs die Kontrolle verlieren, weil du Skorpion bist. 1. Stufe, nicht kardinal, richtig gesetztes Gefühl, EQ, weil du Skorpion bist. Also, wenn in deiner Umgebung ein paar Leute hast, wenn die Krebs sind, kannst du ihnen auch richtig beibringen, wie es funktioniert. Weil du bist von Natur so geboren, von Natur. Und Ende der Woche wirst du richtig tief atmen können, den Luxus wirst du haben, ja, und damit kannst du wenigstens feiern gehen, weil du weißt ganz genau, wie es passieren wird. Jetzt kommen wir zu Schütze. Lieber Schütze, recherchierst du gerade deine Wahrheit und den Differenz zwischen deinem Wissen, was du in deiner Hand hast und an deiner Glauben. Recherchierst du, ob das passt. Es muss passen. Du musst es richtig gut recherchieren, weil der Venus ist in deiner 7. Wohnung. Aber es ist serious. Es ist echt serious. Du musst richtig gut recherchieren, weil ein Tag später Mond in Steinbock. Deine eigenen Werte. Wenn das eine Illusion ist, -1, -2. Weil das Eigenschuld ist. Hallo. Eigenschuld. Natürlich. -1, -2. Weil es kommt doppelt mal, weil der Venus in Zwillinge ist. Erste und zweite. Beide sind Illusion. -2. Und dann wird der Pluto dir sagen, bau alles von vorne auf. Das ist mir total egal. Bau alles von vorne aus. Du hast dich nicht richtig konzentriert. Du hast es verpasst. Und du hast an dein Gehirn so stark Glauben gehabt, weil es nämlich sehr stark funktioniert, sehr schnell funktioniert. Und weil du paar Schritte nachher auch, nächste Schritte auch fühlen kannst und sehen kannst. Du nennst das als Risiko.
Und dein Schatten sagt, das klären wir später, das klären wir später. Okay, aber was passiert, wenn es jetzt gerade Plus und später Minus ist? Wenn es eine Illusion ist, was machst du dann? Maoam? Was machst du dann? Dann bleibst du sitzen. Dann bleibst du sitzen und dann sagt der Pluton zu dir, bau es von vorne auf. Bau es von vorne auf und wo alle beim Wetter feiern, wirst du zu Hause bleiben mit der neuen Hausaufgabe. Bist du einverstanden damit? Weil nachher werde ich nicht fragen, ob du damit einverstanden bist, dann werde ich dir sagen, du musst es machen. Jetzt Steinbock. Beim Steinbock, die müssen zuerst die Vergangenheit schließen, das wissen wir doch. Damit das mit dem Updaten-Wissen passt, sie müssen zuerst die Vergangenheit, 12. Wohnung, hallo, um was geht's? Was die letzte Woche gemacht haben, alles abschließen, sofort. Heute und morgen. Weil, wenn du es nicht machst, wenn der Mond in Steinbock ist und wo von dem Schatten wie der Licht die Möglichkeiten auftauchen und wenn du hinterher laufst, was passiert mit dem offenen Case? Weil du hast es noch nicht geklärt. Du musst es klären. Du musst es klären, weil der Saturn, der uralte Papa, der Saturn, ist in deiner Hauptzentrale, in der 4. Wohnung. Und er erwartet neue Updates von dir. Und das kriegst du Ende der Woche, wenn der Mond in Wassermann ist. Das ist die Rechnung, okay. Und was ist mit der alten Rechnung passiert? Hast du geklärt? Ja. Und wo ist die Rechnung, bitte, von dem alten? Das ist die neue. Und die alte? Scheiße, wusste ich. Siehst du? Scheiße, wusste ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet, musstest du aber. Was hast du denn gedacht? Dass es eine Coincidence ist oder sowas? Um Gottes Willen. Das war kein Zufall. Und das war nicht umsonst. Hallo. Damit wirst du jetzt gerade deine neue Zukunft aufbauen, um Gottes Willen. Wenn der Mond dann nachher zum Neumond geht, mit Sonne zusammen beim Stier, das ist deine 5. Wohnung, deine Vorstellung, deine Träume sind da. Und du wirst dafür keine Kohle haben. Richtig. Deswegen musst du, und damit wirst du es von neu aufbauen. Aber dazu musst du diese Woche alles erledigen, alles klären möchten, sonst geht es nicht, weil diese Woche wird es schnell laufen. Woher wissen wir das? Anfang der Woche Schütze, sehr schnell, Ende der Woche Wassermann, auch schneller. Es wird nur langsam sein, Mitte der Woche, wenn der Mond im Steinbock ist. Nur dann. Aber da musst du mit der Wahrheit rechnen. Siehst du? Jetzt kommen wir zu Wassermann, Außenverbindung, Außenverbindung, Änderung, 99,9%, ja, 99,9%, ja, und was ist mit der 0,1? Das ist der Python, Run, 100%. Dieser 1% ist dein Finger. Ist der Error? Ja. Seit 2 Wochen? Okay, dann musst du jetzt gerade den Code ändern. Das bedeutet den Modul ändern. Das bedeutet den Bibliothek ändern. Aha, bei Python ist es so. Wenn die Generation nicht passt von der Bibliothek, den du über Python benutzt, dann musst du entweder den Bibliothek ändern oder den Version ändern. Oh. Oder den ganzen Code ändern. Oder Jupyter ändern. Zum Google Colab gehen.
So funktioniert das dort. Und das ist deine Außenverbindung, wo du alles für dem Publikum vorstellst. Und danach von dort Geld kassierst, lieber Wassermann. Und Mitte der Woche wirst du das Finale haben. Deine ganze Vergangenheit delayed. Matrix Code. Löschen. Du machst es gar nicht zu löschen. Man drückt einfach so vor, um Gottes Willen, soll ich das sogar auch noch sagen? Du bist doch Wasser, du musst es doch mal forschen und denken, am Gott. Weil nachher, Ende der Woche, wenn der Mond zum Wassermann geht und wenn die hinterher laufen möchten, die das alles verpasst haben, dann musst du einfach die Tür zumachen und schließen. Das war deine Vergangenheit. Fertig, aus. Jetzt fängst du mit dem unglaublich und unheimlich starken Energie von Pluton aus von vorne. Stell dir vor, der Benzin gehört dem Flugzeug. Aber damit darfst du dein Auto fahren. Damit darfst du dein Auto fahren. Das ist erlaubt. Das ist logisch, er hat's verdient. Er hat's verdient. Der hat gesagt, okay. Jetzt kommt der Fisch. Lieber Fisch, du musst diese Woche, was du von draußen vorher bekommen hast, unglaublich unheimlich vorstellen, so viel du kannst, und produzieren. 10. Wohnung, 11. Wohnung, 12. Wohnung. Nach der Produktion wird sich bei dir, bei zu Hause, alles nagelneu geändert. Nicht nur zu Hause, auch bei der 10. Wohnung. Aber das wirst du aufbauen, nachdem du es von deiner Außenverbindung bekommen hast. Anfang der Woche anfangen, mit neuem Wissen und mit neuen Gelegenheiten. Das verbessern, dein Wissen dazulegen, Außenverbindung dazulegen, Ende der Woche, wenn es zum Wassermann geht, musst du schon alles bereit haben, weil Mitte der Woche in der 11. Wohnung der Steinbock ist, werde dir sagen, das hast du verdient und was hast du noch in der Hand zusätzlich? Ah, okay, du hast doch was vorbereitet, oder? Ja, und wo ist das? Weil das müssen wir dazulegen. Weil damit wärst du jetzt gerade dein ganzes Leben neu aufbauen. Aber du müsstest schon längst damit anfangen. Da hast du angefangen, oder? Weil Venus ist dort. Ich dachte, es ist richtig, aber es war, danach habe ich gemerkt, das ist doch nicht richtig. Hast du nicht recherchiert? Ich habe aber daran geglaubt. Aber du hast dich persönlich nicht konzentriert und du warst persönlich nicht logisch und du hast mathematisch nicht mitgemacht, weil der Pluton viel langsamer war und du warst beim Pennen, ne? Gib's zu. Ja, ein bisschen, nicht ein bisschen, 80%. Ich habe es recherchiert, hier 80%, um Gottes Willen. Das darfst du diese Woche nicht. Das darfst du diese Woche nicht. Kannst du nicht. Alles muss wie Phaeton laufen. Mathematisch, logisch und perfekt. Fertig, aus. Leute, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war's diese Woche von mir. Also bis zur nächsten Woche. Ich bin der Coach aus Montenegro. Arrivederci.